Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Heute stellen wir euch einen Kandidaten vor, der sich einfach mal unters Messer gelegt hat, um ein bisschen hübscher auszusehen. Und dabei rede ich vom neuen Audi A3. Wie schon mit dem Anfangssatz angekündigt, handelt es sich hierbei lediglich um ein Facelift und nicht um eine komplett neue Generation. Und dementsprechend orientiert er sich auch noch sehr an dem Vorgänger. Wir sehen generell bei diesem Facelift im wahrsten Sinne des Wortes das meiste im Gesicht, das heißt hier vorne an der Front. Was direkt eigentlich ins Auge sticht, ist dieses Z, das wir jetzt hier unter den Scheinwerfern eingeritzt haben, nennen wir es einfach mal so. Es wirkt so ein bisschen, als ob Zorro da mit seinem Säbel gespielt hätte. Das Ganze kommt einem aber schon bekannt vor und woraus? Natürlich vom A4. Mehr Veränderungen sehen wir dann zum einen im Grill und wenn wir dann eine Etage tiefer schauen, da sehen wir dann zum einen mehr Sportlichkeit, ein bisschen Chrom in der Variante, die wir jetzt haben und dadurch, dass die Lippe praktisch unten seitlich noch ein bisschen raussteht, kommt ein bisschen was Aggressiveres rüber. Das Fahrzeug, das sich hier gerade befindet, haben wir in der S-Line uns ausgesucht und das Ganze erkennt man vor allen Dingen an einem, nämlich hier unten an den Lufteinlässen. An der Seite des A3 Facelifts sehen wir, wie der Name ja auch schon sagt, nicht wirklich viel, denn das Ganze hat eher im vorderen Bereich stattgefunden. Was aber an der Seite auffällt, sind die Felgen, die wir hier haben. 18 Zoll sind drauf, wem das nicht reicht, der kann auch auf 19 Zoll upgraden und an sich sind sie sehr spiky und sehr dornenartig. Mir persönlich gefällt das sehr gut, allerdings auch nur auf diesem Fahrzeug. Separat gesehen finde ich sie ein bisschen too much, aber hier mit dieser subtilen Wirkung kommt es sehr gut rüber. Und wenn der Ingenieurchirurg schon mal am Werk war, dann hat er auch hinten ein bisschen weiter geschnibbelt und zwar eigentlich komplett im unteren Bereich. Wir haben hier unten, dadurch, dass wir jetzt die S-Line hier stehen haben, komplett den unteren Bereich verändert. Wir haben auch so einen leichten angedeuteten Diffusor, allerdings ist der nicht echt. Und was auch noch auffällt, allerdings eher so im Detail, sind die Rückleuchten. Die haben jetzt hier mehrere kleine Einkerbungen. Apropos Heckleuchten, in dem Fall haben wir hier jetzt LED-Heckleuchten. Bei den Scheinwerfern ist dann die Grundausstattung sozusagen Bi-Xenon. Wer mehr möchte, kann gegen Aufpreis dann zwischen LED oder Matrix-LED wählen. Den neuen A3 gibt es ab 23.300 € mit dem neuen 1,0 TFSI, also 115 PS, 3-Zylinder. Ich tippe mal drauf, der wird das Auto auch vorwärts bringen, aber natürlich nicht so dynamisch wie größere Motoren, wie zum Beispiel hier den neuen 2,0 TFSI, den es schon im A4 gab. Hier jetzt auch mit 190 PS, 320 Newtonmeter Drehmoment und einem Normverbrauch von 5,5 Liter, aber dazu später mehr. Der 2,0 TFSI, wie wir ihn hier sehen, ist eine Weiterentwicklung des Miller-Zyklus. Das heißt, wir haben eine verkürzte Ansaugzeit, wir haben einen höheren Ladedruck auf Einlassseite und das Ganze gibt uns eine effizientere Gemischbildung. Das Ganze ergibt Verbrauchsvorteile im Teillastbereich, also wie bei einem Downsizing-Motor, aber gleichzeitig haben wir im oberen Lastbereich die Vorteile von einem hubraumgrößeren Motor. Das Ganze habe ich auch nochmal im Fragenvideo etwas besser erklärt. Hier geht es natürlich primär, wie fährt er sich eigentlich? Obwohl das Facelift sichtbar eigentlich nur außen stattgefunden hat, habe ich mich jetzt mal in den Innenraum begeben, um euch ein, zwei Neuheiten zu zeigen. Zum einen wollte ich einfach mal auf die Sitze und die Verarbeitung der Sitze eingehen. Wir haben hier mehrere Materialien, zum einen Stoff, zum einen Leder bzw. Lederoptik und in dem Fall auch nochmal grau abgesetzte Nähte. Die Verarbeitung würde ich dabei schon als gut bezeichnen und auch die Lederqualität ist eigentlich ganz in Ordnung. Was allerdings wirklich neu ist, sind diese zwei Knöpfe hier direkt neben dem Rad. Die finden wir auch praktisch wieder am Lenkrad wieder und sind an der Bedienung des Virtual Cockpits angelehnt. Und letzteres ist jetzt auch im A3 optional. Und weiter geht es dann auf der Rückbank. Ich habe wie immer mal Platz genommen und der Fahrersitz ist auf die Körpergröße von Fabian eingestellt. Das heißt ca. 1,80 Meter und ich bin ca. 1,70 Meter. Ich persönlich habe hier eigentlich relativ gut Platz. Ich habe auch noch viel Spielraum an den Knien vorne. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es schon bei etwas größerer Größe schwierig wird. Und zwar nicht nur oben im Kopfbereich, sondern auch seitlich im Kopfbereich. Denn da kommt es dann doch schnell an seine Grenzen.
Direkt zu Beginn möchte ich anfangen damit, dass ich etwas schade finde, dass das Virtual Cockpit nur optional erhältlich ist. Also in der Serie haben wir die Rundinstrumente. Ich nehme mal an, die werden aussehen wie im A3 zuvor. Denn es ist schon ein ziemlich schönes Feature, was wir haben. Und hier, dadurch, dass wir auch nochmal den normalen Bildschirm mit dabei haben, ist das Ganze etwas übersichtlicher. Man kann das sozusagen ein bisschen aufteilen. Und der Beifahrer hat auch noch was vom Infotainment. Bezüglich des neuen Motors muss ich sagen, man merkt schon ziemlich genau, worauf er optimiert wurde. Und das ist ganz klar Effizienz. Und dementsprechend kickt er mich jetzt untenrum nicht so wirklich, aber obenrum so ja, knapp vor Drehzahlbegrenzer. Da kommt nochmal so ein bisschen, ja, so ein kleiner Kick. Ich würde mal sagen, es ist so das typische Vertreterfahrzeug, was halt auch eben mal 250 oder annähernd so schnell fahren kann und dabei den Geldbeutel schont. Wie gesagt, Normverbrauch liegt bei 5,5 Litern. Wir sind jetzt, ich glaube auch durch die Temperaturen, 1,5 bis fast 2 Liter leider drüber. Was wir jetzt Gott sei Dank nicht ausprobieren konnten, ist eine teilautonome Bremsung, die der A3 bis 65 km/h erledigt. Dabei erkennt er auch Fußgänger, das heißt theoretisch auch Kinder. Und wenn der Fahrer nicht reagiert, dann zieht er selber die Notbremse, finde ich ein ganz nettes Feature. Ab 65 km/h kann der A3 die Spur halten und auch die Geschwindigkeit halten. Man muss allerdings natürlich die Hände am Lenkrad lassen. Unterhalb von 65 km/h ist der Stauassistent aktiv. Dabei folgt das Fahrzeug den Markierungen bzw. dem Vordermann und man kann kurzzeitig die Hände vom Lenkrad nehmen. Wer sich für Technik interessiert, dem würde ich empfehlen, die MMI-Navigation zu wählen, denn da ist das Sprachdialogsystem enthalten. Dialog heißt, der A3 versteht ähnlich wie der TT, beziehungsweise im Prinzip genau gleich wie der TT, auch Umgangssprache. Das heißt, man kann mit dem Auto relativ normal sprechen, also in der normalen Sprechweise, und es versteht, was man damit meint. Das heißt, Navigationsansagen, Musikwechselansagen und lauter solche Spielereien. Dabei muss man dann im Prinzip nicht mehr die Hände vom Lenkrad nehmen. Was das Fahren angeht, ist man sich an Vorgänger treu geblieben. Da hat sich jetzt nicht so wirklich viel verändert. Man kann optional die Progressivlenkung dazu bekommen. Das heißt, ein bisschen direkteres Lenkgefühl gibt es allerdings nur für die größeren Motoren, also die kleineren Motoren sind davon komplett ausgenommen. Der neue Motor an sich ist technisch natürlich spannend, was da getrieben wird. Vom Fahren her merkt man jetzt nicht wirklich, welches große Tohuwabohu dahinter steckt. Also er ist relativ ruhig. Man merkt in gewissen Drehzahlbereichen, dass er vermeintlich anders klingt wie andere 2,0 TFSI-Motoren des Audi-Konzerns. Aber das war es auch schon mit den Auffälligkeiten. Der neue A3 ist ja primär eine optische Retusche und da muss ich sagen, die gefällt mir ganz gut. Insbesondere diese Kante hier am Scheinwerfer hat mich überzeugt, allerdings natürlich optisch nur. Das Ganze bezieht sich natürlich auch auf die Designlinien, die man jetzt dazu wählen kann. Das heißt, wenn man den Standard A3 nimmt, dann sieht der doch relativ langweilig aus. So hier in der S-Line wird es natürlich dann auch schon wieder teurer. Von den Motoren, ja, da sind ein paar ganz interessante dabei, zum Beispiel der neue 2,0 TFSI aus dem A4, aber auch der Dreizylinder macht den A3 natürlich interessanter für eine breite Masse. Insgesamt bringt er natürlich die notwendigen Neuerungen mit, wie zum Beispiel einen Stauassistenten, wie zum Beispiel Matrix-LED, wie zum Beispiel eben den kleinen Dreizylinder, um auch noch für die nächsten Jahre, bis die nächste Generation kommt, den Markt standzuhalten. Bevor ihr uns jetzt verlasst, richten wir wie immer die Worte an euch und haben dabei die Frage, wie gefällt euch das Facelift von neuen Audi A3? Würdet ihr das wirklich als neuen Audi A3 bezeichnen? Gefallen euch die Veränderungen oder würdet ihr sagen, der Vorgänger ist doch eher meins? Schreibt das alles mal gerne hinten in die Kommentare, es würde uns wirklich sehr interessieren und wir versuchen wie immer mitzumischen, wenn es denn geht. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch, wir würden uns sehr darüber freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch einfach, dann sehen wir uns beim nächsten Mal nämlich auch wieder. Bis dann, ciao!